Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch endlich nochmal zeigen, welche Düfte im September neu in meine Parfumsammlung gewandert sind. Alle neuen Zuschauer, herzlich willkommen. Hier dreht sich alles um Parfum. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert mich, wenn euch dieser Kanal gefällt. Dann, ja, verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr, besonders nicht, wenn ihr auch noch die Glocke betätigt. So, genug Werbung. Ja, im September war nicht ganz so viel bei mir los, parfumtechnisch, deshalb wird es jetzt eher ja, ein relativ, ich will nicht sagen kurzes Video, aber vielleicht ein bisschen kurzweiliger als die anderen. Ein Bodyspray ist in meine Sammlung gewandert und zwar Italian Summer Fig von The Body Shop und ja, wir haben hier einen wunderschönen Feigenduft, in dem die Feige dezent kokosartig rüberkommt. Das mag ich ja ganz besonders gerne. Ja, leicht, unbeschwert und einfach ein Feigenduft, so wie ich ihn gerne mag. Ich habe ihn aber noch nicht so oft getragen. Dann habe ich dieses Schätzchen hier bei Douglas erworben, da die in Frankfurt alle reduziert waren. Das ist von Alice Brooklyn, einer Clean Beauty Marke, der Sci-Fi. Und wir haben hier, ich muss immer noch mal dran riechen, wir haben hier einen wunderschönen Vanilleduft mit aber vorneweg einer ganzen Menge frischeren Noten. Grüner Tee ist hier drin. Er hat ein leichtes Orangenaroma und erinnert mich an diese, ja, es gab diese Ed von Schleck, die waren mit Erdbeere, die gab es aber auch von, ich glaube, irgendeiner anderen Marke war das Bofrost mit Orange und daran erinnert mich dieser Duft. Weiter geht's mit einem Duft, den ich mir im Zuge der Rosenwoche, die verlinke ich mal oben, nachgekauft habe. Den habe ich dort zwar gar nicht getragen, aber das hier ist tatsächlich einer meiner liebsten Rosendüfte, der auch so ein ganz kleines bisschen an Maison Francis Kurkdjian à la Rose erinnert. Und ja, blütenblättrig, verspielt und leicht daherkommt. Eine wunderschöne Frühlings- und Sommerrose oder auch einfach so, um sich zwischendurch mal kurzweilig zu erfrischen. Ja, noch ein Backup ist zu mir gewandert. Den werde ich euch jetzt nicht auspacken, weil er oben noch original versiegelt ist. Das ist mein allerliebster Rosenduft. Da werde ich das Video hier auch mal verlinken, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt. Von Kiehl's aus der Aromatic Blends Reihe, der Patchouli and Fresh Rose. Hier muss ich dazu sagen, dass es leider nur von der Duftkonzentration her ein Aromatic Mist ist. Das heißt, er hält leider nicht so wahnsinnig lange. Aber vom Geruch her, vom Duft her, ist es meine absolut perfekte Rose. Ja, ich habe schon so oft drüber geredet und ich werde es euch auch nochmal erzählen. Und zwar haben wir hier eine üppige, ja, rosa-rot bis pinke Rose. Eine Mairose, das ist ja auch die Grasrose oder die Zentifolie. Und die startet am Anfang relativ zitrisch mit Bergamotte und einer ganzen Menge Mandarine. Dann erblüht eben diese schöne üppige Rose. Und in der Basis kommt dann noch so ein schönes, leicht pudriges bis schokoladiges Patchouli hinzu und gibt dem Duft ja so eine gewisse Tiefe. Einen fast leeren Flakon habe ich der Schwiegermami gemopst. Ja, herzliche Grüße, falls du zuschaust. Und zwar haben wir hier von von Chanel die wunderbare Gabrielle Essence allerdings. Die Essenz, ein bisschen ein konzentrierterer Duft als die Original-Gabrielle-Version. Und zwar haben wir hier Zitrusfrüchte, rote Früchte. Wir haben eine relativ cremige Tuberose, andere Blüten auf einer schönen Basis. Und ja, ich mag den Duft sehr gerne. Habe ihn auch in meinen Monatsfavoriten gehabt. Ich habe noch eine Probe davon, die hatte ich mit und habe mit der ordentlich rumgesprüht. Das verlinke ich euch auch mal oben. Dann kam eine kleine Miniatur zu mir. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Duft heißt. Ach doch, Liberté, ne? Liberté von Nina Ricci. Aber ich schreibe euch den Namen und die Duftnoten alle mal auf. Diesen Duft habe ich gekauft in der Hoffnung, dass
ja, dass das Parfum noch nicht gekippt ist. Ich muss sagen, teilweise ist es gekippt und teilweise kann man auch noch riechen, wie der Duft riecht, weil das hier ein Duftzwilling sein soll zu meinem in meiner Jugend absolut geliebten und zu Tode getragenen, ja, Parfum bzw. Deo-Spray von Impulse O2. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja, ein zitrischer Duft, aber hier, ja, ich hatte jetzt hier so eine leichte Apfelcremigkeit, keine Ahnung. Der Flakon ist ganz süß, ganz so viel habe ich auch nicht dafür bezahlt. Ich habe ja eine kleine Miniaturensammlung und da wird er jetzt einziehen. Weiter geht's mit einem Set, um das ich auch nicht drum gehen konnte, weil es auch gerade reduziert war. Ich packe es euch mal ein bisschen aus, damit es nicht so blendet. Von D-Squared einmal Redwood, das ist der Duft für Damen, und Greenwood. Ich habe sie allerdings noch nicht getestet. Wenn ihr euch für die Düfte interessiert, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Weiter geht's mit einer Luxusabfüllung. Die mag ich ja ganz gerne. Bei einem Probentausch habe ich die mit dazu bekommen. Genau, wir haben hier knapp 4 Milliliter enthalten. Das ist immer ganz gut zum Testen. Und das ist jetzt aus der L'Art de la Matière Reihe der Cruel Gardenia oder Cruel Gardenia. Ich würde es jetzt mal eher englisch aussprechen. Die böse Gardenie. Und ja, ich mag ja Gardenien ganz gerne, diese hier allerdings nicht ganz so gerne, weil ich finde, dass sie irgendwie relativ pudrig und seifig daherkommt und gar nicht so gardenienartig wie andere Gardeniendüfte. Chanel hat einen sehr schönen Gardenienduft im Programm. Auch den von Creed finde ich gar nicht so schlecht, aber den hier, naja, er ist sehr madamig, altbacken und riecht eher wie Omas Gardenienseife und ja, vielleicht nicht unbedingt auf die gute Art. Könnte aber sein, dass der Duft all jenen gefallen könnte, die seifige Düfte mögen. So, weiter geht's mit ein paar Proben und zwar, den habe ich auch in einem Vlog schon mal gezeigt, den verlinke ich euch auch oben. Das ist von Guerlain, der Iris Torrefied, der ist ganz neu herausgekommen, den ich ja, mit freundlicher Unterstützung gesponsert bekomme. Was heißt gesponsert? Ich habe denen geschrieben, ob sie den Duft haben und sie haben mir sehr freundlich zurückgeschrieben, dass sie mir gerne eine Probe in den Briefkasten werfen. Und zwar war das Frankfurter Guerlain-Institut von der lieben Ulrike Frey. Herzliche Grüße und vielen Dank. Ach so, vielleicht soll ich euch auch noch erzählen, wie ich den Duft fand. Also, wir haben hier einen Iris-Duft, der auch mit Iris Concentré startet, aber dann in, ja, also geröstet, Torrefied heißt geröstet. Wir haben hier noch Kaffee mit drin und den riecht man zu Beginn auch ganz deutlich raus. Ich finde diesen Iris-Duft sehr viel mehr Unisex und auch für den Herren geeignet als der Iris Ganache, den ich euch gleich nochmal zeigen werde, kleiner Spoiler. Er hier ist allerdings nicht ganz so haltbar. Ja, nach 2, 3, 4 Stunden würde ich hier schon nachsprühen müssen. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, ob ich das Geld dann auch in einen großen Flakon investieren würde und werde. Dann kamen noch ein paar Proben zu mir. Genau, der Vollständigkeit halber, Gilles Sanderson wandert in die doppelte Probenverlosungsbox. Dann Angel Nova, den fand ich gar nicht mal so gut, mit Litchi und mit Himbeere, aber ja, er riecht übersüß und hat eigentlich mit den Angel-Kreationen, die es bisher so gab, gar nichts zu tun. Dann Libre Intense, fand ich auf jeden Fall sehr viel tragbarer und besser als den normalen Libre und kann sein, dass er intensiver ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, dass die Haltbarkeit hier verstärkt wurde, aber ich finde ihn nicht ganz so quietschig und schreiend wie den normalen Libre. Ja, bei Idol kann ich das Kompliment jetzt nicht zurückgeben. Das ist auch Idol L'Intense, also die Intensivvariante. Hier finde ich es störend, dass keine Birne drin ist und somit finde ich den Original, guck mal, da spiegeln wir uns, somit finde ich den Original-Idol sehr viel schöner als die Intense-Variante. Hier ist ein deutlicherer Chypre-Akkord mit drin, aber ich finde ihn sehr scharf und stechend für meine Nase. Das war jetzt mein erster Eindruck, vielleicht müsste ich ihn nochmal bei anderem Wetter tragen. Ich will ihn auch nochmal
1:1 vergleichen mit dem normalen Idol und euch dazu vielleicht ein Video abdrehen. Schreibt doch mal, ob das interessant wäre. Auch mit dem Libre, den Intense mal mit dem normalen Libre zu vergleichen. Ja, aber wie gesagt, bisher Top und Flop. Und dann habe ich noch bei 2 Sharings mitgemacht. Ja, die Zerstäuber sehen jetzt nicht ganz so schön aus. Einmal von, könnt ihr es lesen, Tom Ford, den Rose Prick. Und diesen Duft finde ich wirklich, wirklich, wirklich sehr speziell und besonders, weil die Rose durch dieses Kurkuma, was hier in der Herznote mit drin ist, so eine leicht schmutzige Qualität hat. Das finde ich wirklich sehr reizvoll. Für mich dürfte das Kurkuma auch nicht stärker dosiert sein. Also es ist gerade so an der Grenze, dass man es riecht, dass man es wahrnehmen kann, aber dass es sich nicht so in den Vordergrund stellt. Ich will den Duft jetzt im Herbst und Winter nochmal tragen und euch dann auch ein, ja, ein bisschen fundiertere Review dazu abgeben, wenn ihr euch dafür interessiert, weil ich finde, könnte ich vielleicht sogar sagen, dass es mein Lieblings-Tom Ford Duft ist im Moment. Ja, er bettelt sich mit Lost Cherry, würde ich sagen. Lost Cherry finde ich ja auch toll. Und dann habe ich noch ergattern können aus einem Sharing, den Duft gibt es leider nicht mehr, den Iris Ganache, den ich im Moment sehr gerne als Einschlafduft trage. Wir haben hier auch einen Duft mit einem sehr schönen Iris Concentré, ähnlich wie in Iris Torrefier, also die Iris Concentrés, die Guerlain da benutzt, sind sich sehr ähnlich. Wer hätte das gedacht? Es ist ja auch die gleiche Marke. Aber hier haben wir noch viel gewürzigere Noten mit dabei. Wir haben Zimt, wir haben Patchouli und vor allen Dingen haben wir eine weiße Schokoladennote. Und was soll ich euch sagen, dieser Duft hat eine Bombenhaltbarkeit. Man braucht auch wirklich nur einen ganz kleinen Sprüher. Und dann reicht er mir, also dieser kleine Sprüher, den ich abends auftrage, reicht mir die ganze Nacht und am nächsten Morgen kann ich ihn auch noch wahrnehmen. So, meine Lieben, das war's auch schon. Jetzt schmeiße ich hier fast mein Licht um. Das war's auch schon. Das waren meine Düfte, die im September zu mir gekommen sind. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, welche Düfte ihr neu in eurer Sammlung habt und welcher Duft euch davon interessieren würde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt gesund.